Es ist mal wieder soweit. Nach einer schier endlosen Zeit der Entwicklung habe ich letzte Woche das neue Platin-System veröffentlicht und auch schon alle Platin-Mitglieder informiert. Jetzt geht es darum, das System für die eigene Nutzung anzupassen. Ich bin gerade dabei, jeweils 100 Testserien für 20 Jahre durchlaufen zu lassen und das für jede der Einstellungen, die ich abweichend von den Standardeinstellungen benutze. Das bedeutet im Klartext, dass ich jedes Mal für diese 100 Testserien a 20 Jahre insgesamt 2000 Jahre simulieren lassen muss. Das würde auf einem normalen Standard-PC und mit den Standardeinstellungen sehr lange dauern. Aber Gott sei Dank habe ich in dem neuen Platin-System die Handelslogik so umgestellt, dass nur reagiert wird, wenn eine neue Kerze auf dem Chart erscheint. Darum muss ich auch nicht jeden einzelnen Tick berücksichtigen und das spart eine ganze Menge Rechenkapazität. Eines der grundlegenden Hauptprobleme in den letzten Jahren war es immer, dass es einfach nicht genug Zeit auf diesem Planeten gab, um alles richtig zu machen und man sich immer mit irgendwelchen Kompromissen für die Massentests herumschlagen musste. Doch jetzt ist das kein Problem mehr. Ich mache das derzeit auf einem neu installierten Trading-Server, der mit MX Linux funktioniert. Die neue Version davon kam gerade diese Woche raus und das System läuft mit einem Hexacore-Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher ziemlich performant. Warum erzähle ich das alles? Ganz einfach. Stellen Sie sich mal vor, Sie möchten gerne ausprobieren, welche Einstellung denn jetzt in den letzten 20 Jahren für den Euro US-Dollar die beste gewesen wäre. Und um das auszuprobieren, würden Sie sich jetzt hinsetzen und alles von Hand durchprobieren. Das Problem ist, dass die einzelnen Parameter sich immer gegenseitig beeinflussen. Wenn ich also etwas verändere, dann kann das durchaus dazu führen, dass die anderen Parameter ebenfalls wieder angepasst werden müssen. Stellen Sie sich so etwas in etwa so vor wie beim Autofahren, wo man abhängig von der Situation immer wieder schalten, blinken und lenken muss. Es gibt mehrere Dinge, die zueinander passen müssen, andernfalls ist das Ergebnis nicht optimal. Genau aus diesem Grund beschäftigen wir uns im Moment auch mit der Optimierung in diesen Massentests. Wie Sie sehen können, haben wir hier auf dem Bildschirm bereits schon einige von den 100 Tests durch. Das hat nur ein paar Minuten gedauert. Die gesamte Testzeit wird so um die 25 Minuten liegen. Und da das auf einem separaten Rechner nebenbei läuft, kann ich dabei auch noch produktive Dinge tun, wie dieses Video hier aufzunehmen. Wenn die 100 Tests jeweils mit zufälligen Einstiegen über 20 Jahre profitabel sind, versuche ich das dann weiter zu optimieren. Im Großen und Ganzen war es das schon. Ich wollte nur mal zeigen, wie so etwas funktioniert. Um das richtig anzupassen und für Ihr eigenes System zu optimieren, müssen Sie natürlich wissen, wie Ihre Risikobereitschaft aussieht und ob Sie bereit sind, die Zeit zu investieren, um das System tatsächlich so zu optimieren, dass Sie langfristig auch für einen so langen Zeitraum von 20 Jahren damit handeln würden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.